Faraday Future ist ein weiterer neuer Player im Elektroautomarkt und will mit seinem ersten Modell, dem Crossover FF91, die Konkurrenz aufmischen. Wenn euch mein Kanal und meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ansonsten gibt es alle aktuellen Infos zum Faraday Future FF91 jetzt hier auf Project Drive. Auch wenn es besonders um das Jahr 2017 herum so ausgesehen hatte, als würde das US-amerikanische Start-up wieder in der Versenkung verschwinden, stellt die Firma nun eine Version des FF91 vor, die technisch mit dem Serienmodell identisch sein soll. Die Serienproduktion soll im 3. Quartal starten. Gefertigt wird das Auto dann im eigenen Werk in Hanford in Kalifornien. Man liege weiterhin im Zeitplan für den Produktionsstart des FF91 im 3. Quartal 2022, so die Marke. Im Oktober 2021 hatte Faraday Future allerdings in einer Pressemitteilung noch von einem Marktstart im Juli gesprochen. Der Fertigungsbeginn wurde also um ein paar Monate verschoben. Mit der nun präsentierten Production Intent Version hat Faraday Future den 4. der im Oktober festgelegten 7 Meilensteine erreicht. Hinter sich hat Faraday Future nun die Installation der Pilotanlagen, eine erste Zertifizierung, den Baubeginn für die Bereiche Karosseriebau, Lackiererei sowie Fahrzeugmontage und nun die Vorstellung des Serienmodells. Die verbleibenden 3 Meilensteine sind die Fertigstellung von Elektro- und Wasserinstallationen im Werk Hanford, die Installation der Maschinen für die Serienfertigung und schließlich der Produktionsstart. Außerdem müssen die nun gebauten Vorserienfahrzeuge noch zertifiziert werden. Angeboten werden sollen die Modelle FF91 Futurist Alliance und FF91 Futurist. Die Futurist-Version kann man bereits reservieren. Das Design des FF91 ist einerseits sehr verspielt, denn er ist schön rundlich gebaut, es gibt kaum Ecken und Kanten. Alles wirkt wie aus einem Guss, die Seite ist sehr clean gehalten. Türgriffe sind keine zu erkennen und bis auf die etwas ausladenden Seitentüren ist keine Unebenheit zu erkennen. Die Front wirkt ebenfalls sehr rundlich, aber gleichzeitig futuristisch gestaltet. Das Markenlogo ist mittig vorne angebracht und scheint beleuchtet werden zu können. Die Scheinwerfer ziehen sich über die gesamte Front und verleihen dem FF91 eine etwas außergewöhnliche Erscheinung. Windschutzscheibe und Dach sehen aus, als ob sie nahtlos ineinander übergehen würden, was sich im Inneren sicher positiv auf das Raumgefühl auswirkt. Wenn man sich das Heck ansieht, wird es doch ein wenig kantig, denn eine große Lippe über dem Kofferraum teilt das Design und enthält die Rückleuchten, die sich über den gesamten Kofferraum bis in die Seiten des FF91 ziehen. Dieses Element ist sehr markant und gibt einen optischen Einschnitt. Der Innenraum erinnert ein wenig an ein Flugzeugcockpit, denn es dominieren Bildschirme. Überall, wo man hinsieht, gibt es digitale Screens. Sehr auffällig ist vor allem das mittig und vertikal angebrachte Infotainment-Display, das sehr groß zu sein scheint. Hinter dem Lenkrad werden ebenfalls auf einem sehr modernen Display der Tacho und alle anderen Instrumente angezeigt. Der Beifahrer sieht ebenfalls auf einen großen Bildschirm, über den scheinbar eine Menge Unterhaltung geboten wird. Man kann Filme ansehen oder sich Musik herunterladen. Der Blick in den Innenraum zeigt, dass es scheinbar sehr großzügig zugeht im FF91. Es macht den Anschein, als ob man auf ein Handschuhfach zugunsten der Beinfreiheit verzichtet hätte. Auch die Selbstmördertüren vermittelt ein Gefühl von Freiheit. Wenn man auf der Rückbank Platz nimmt, muss man natürlich nicht auf Unterhaltung verzichten, ganz im Gegenteil. Aus der Decke des FF91 kann ein großer Bildschirm herausgeklappt werden, der ein wenig an eine Kinoleinwand erinnert und den Fondspassagieren alles zu bieten scheint, was das Herz begehrt. Die Sitze im gesamten Fahrzeug machen einen sehr hochwertigen Eindruck, sowohl was die Materialauswahl als auch das Design betrifft. Das SUV ist 5,25 Meter lang, 1,60 Meter hoch und 1,98 Meter breit. Vom vorderen bis zum hinteren Rad sind es 3,20 Meter. Der Antrieb erfolgt durch 3 Elektromotoren mit zusammen 772 kW oder 1050 PS. Mit diesen schafft der FF91 die Beschleunigung von 0 auf 100 in ca. 2,4 Sekunden. Die Batteriekapazität wird mit 130 Kilowattstunden angegeben und nach der vergleichsweise strengen amerikanischen EPA-Norm soll er 600 Kilometer am Stück an Reichweite zurücklegen können. Was ein wenig komisch zumutet, ist die Angabe der DC-Ladeleistung, denn bei der ersten Angabe von 2019 wurden 200 kW mitgeteilt. Aktuelle Informationen berichten aber nur von 130 kW. Da muss man wohl noch ein wenig warten, um die finale Leistung zu erfahren. Eine der technischen Besonderheiten ist außerdem Allradlenkung. Faraday Future will nach größeren Verzögerungen aufgrund von Finanzierungsproblemen im Juli 2022 endgültig mit der Produktion des FF91 beginnen.
Anfangs sollen nur ca. 10.000 Stück im amerikanischen Kalifornien produziert werden. Der Preis könnte bei ca. 150.000 US-Dollar liegen. Ob und wann der FF91 auch nach Europa kommt, ist erstmal noch offen. Wie gefällt euch der FF91? Würdet ihr den haben wollen, gäbe es ihn in Deutschland? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.